Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin im MVG-Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft in München und bin hier bei René Helbig, Rangierspiel H0 1:87. Hallo. Was hat es damit auf sich? Ja, der Grundgedanke ist der Timesaver von John Allen. Der wird wahrscheinlich dem Enthusiasten einiges sagen. Es ist eine Spielbeschäftigung. Wie kriege ich auf möglichst wenig Platz einen Spielspaß hin? Natürlich auch alleine oder gegen andere. Bei mir jetzt erstmal der Gedanke nur für mich alleine. Antrieb war, ich habe einen bestimmten kleinen Platz und der soll mir möglichst viel Spielspaß bringen. Nicht im Sinne des bekannten Aquarium-Modus von Zuschauen, sondern ich muss hier agieren. Nur wenn ich etwas tue, tut auch diese Anlage etwas. Dabei kann ich mir über die Plättchen, die man auf den Figuren, auf den Wagen sieht und deren Pendants auf dem Stellplan, mir einfach durch Zufall Aufgaben legen, wie ich sie möchte. Und die habe ich dann quasi als Zielfigur zu erreichen. Das heißt, die Reihenfolge oder so, man möchte die danach irgendwo hinrangieren, wie man sie haben möchte. Ergibt sich immer zufällig. Dadurch habe ich auch in dem Sinne keine Wiederholung der Aufgaben. Ich habe jedes Mal eine neue Aufgabe. Ich kann es mir auch den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Ich kann mit 8 Wagen fahren, dann habe ich eine Spielzeit von ungefähr 10, 15 Minuten. Ich kann aber auch deutlich mehr Wagen, bis zu 12 Wagen machen. Dann kann ich durchaus auch 90 Minuten mal mit einer Runde verbringen. Ich kann es alleine spielen, ich kann es gegen jemanden spielen. Beispielsweise entweder dieselbe Aufgabe für 2 Personen wiederholend und Punkte zählen oder auf Zeit, wie es der Erfinder sich gedacht hat. Ich kann ein Modul anschließen, wo das gespiegelt ist, wo dann ein Partner gegen mich spielt auf demselben Modul mit den Wagen, die ich mir übergeben kann. Also ich habe sehr viele Variationen. Diese Anlage selber, die Größe, das ist ungefähr, ich tippe jetzt mal, 1 Quadratmeter. Ziemlich genau, ja. 1,74 Meter mal 58 Zentimeter. Das ist entsprechend kompakt gehalten. Der Hintergrund für die Größe ist, sage ich mal, etwas skurriler. Die sollte bei mir im Keller an den Schrank hochkant an die Wand gehängt werden, um aufgeräumt zu sein. Jetzt hat sich natürlich glücklicherweise ergeben, dass sie dadurch auch ins Auto passt und ich bei solchen Ausstellungen teilnehmen kann. Und das Ganze ist jetzt hier Dreileiter offensichtlich und das sind C-Gleise, wenn ich jetzt mal tippe. Und ich würde sagen 3 Schiene 2 Leiter, aber im normalen Sprech 3 Leiter, ja. Aber digital gesteuert, damit ich an den Loks die Digitalkupplungen benutzen kann. Das sind jetzt die neuen Märklin-Digitalkupplungen, diese Folienkupplungen, FGL wird wahrscheinlich manchen was sagen, mit denen ich doch wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe viel ausprobiert und bin jetzt bei dem Märklin-System mit den neuen Märklin-Kurzkupplungen auch gelandet. Das zusammen, muss ich sagen, ist jetzt hier eine sehr gelungene Kombination, die mit weit über 99% Zuverlässigkeit auch den Spielspaß garantiert. Dann können wir uns mal exemplarisch irgendwo 1, 2 Rangierfahrten anschauen. Natürlich. Ich glaube, das Ganze, dafür haben wir keine Zeit auf so einer Ausstellung. Nein, aber ein kleiner Beispiel. Wir können jetzt mal da hinten den holen. Oh, ausgerechnet die 10. Schauen wir mal. Jetzt habe ich den angekuppelt. Wenn ich jetzt den hinteren Wagen stehen lassen möchte, habe ich hier die Möglichkeit, über einen Kupplungsstempel die Bügelkupplungen ganz normal zu heben und mir einzelne Wagen zu holen. Und wenn ich jetzt den Wagen selber stehen lassen will, habe ich natürlich die Wahl des üblichen Kupplungswalzers oder dieses. Hier haben wir eine kleine Mulde durch den unebenen Boden, deswegen rollt der Wagen davon. Gleiches gilt für vorne wie hinten. Sowohl mit der KÖF als auch mit der V60 sind diese Digitalkupplungen dran. Da kann ich also auch da frei variieren und Abwechslung gestalten. Und aus Platzgründen hat man jetzt hier halt dann die engen Weichen und die enge Doppelkreuzungsweiche. Ich sag's gleich vorneweg, weil eben immer wieder Leute auf YouTube meckern, dass das so enge Radien sind oder sonstiges. Aber man muss halt immer dran denken, wenn ich einen Kompromiss machen will, eine kleine Anlage auf wenig Platz, dann muss ich halt auch mal einfach sagen, dann sind halt die Radien kleiner, aber ich habe Spielspaß. Stimmt vollkommen. Ich habe diese Anlage auch vorher mit Windschreck geplant und auch mit schlanken Weichen durchgespielt. Da wäre ich aber auf ungefähr 2,20 Meter Gesamtlänge gekommen. Jetzt müssen wir überlegen, 2,20 Meter bekomme ich in den Standardwagen halt nicht rein, in das normale Auto. Diese 1,70, sage ich mal, die bekomme ich in meinen normalen Kombi rein. Und im Keller kann ich sie auch wunderbar handeln. Ich kann sie als eine Person handhaben.
Und 1,70 ist vielleicht auch ein Kompromiss im einen oder anderen Fall bei einer Familie, wenn der Partner, die Partnerin eventuell irgendwo sagt, nee, zu viel Modelleisenbahn wäre zu viel. Und dann macht man es halt hier etwas Oder in kleiner. meinem Fall, dass auch der Platz für ihr Lego reichen muss. Lego auch nicht. Der Vorteil an der kleinen Fläche ist natürlich auch, ich kann mich mit Details verspielen und Genauigkeiten walten lassen, wo ich bei einer großen Anlage mit der gleichen Zeit einfach nicht hinkommen würde, um den gleichen Detailgrad vielleicht zu erreichen. Bis hin zur Klimaanlage, die hier am Schuppen hängt. Genau. Es stimmt vieles bestimmt nicht. Beschilderungen mögen falsch sein, manche Signale mögen falsch sein. Das ist alles richtig, aber das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war für mich, es soll Spaß machen bei der Bedienung als Zeitvertreib und für mich optisch ansprechend sein. Ich nehme dabei in Kauf, dass manche Sachen falsch sind oder nicht richtig dargestellt werden können. Können wir vielleicht zwischendurch nochmal die V60 fahren lassen? Aber natürlich. Jetzt müssen wir Pause im Moment warten. Genau, als Variante haben wir auch noch natürlich eine andere Lok. Größer als eine V60 würde ich auf diesem Gleisplan allerdings nicht fahren. Ich habe schon den Kompromiss, weil ich mich bei der Wagenlänge verändert habe, dass die V60 schon teilweise an manchen Stellen problematisch ist und einhakt. So, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Die Weiche war nicht gestellt, genau. Gibt einen Kurzschluss. Zum Beispiel die V90 sollte die gerade im Bild gewesen sein. Die ist viel zu groß für die Anlage. Die steht dann nur, um sie quasi, sage ich mal, zu zeigen als Dekoration in dem Fall. Oder wenn die Anlage mal erweitert werden sollte, vielleicht mit einer großen irgendwie, dann könnte man die tatsächlich mal fahren lassen. Genau. Ja, das ist vielleicht dann auch gleich ein guter Tipp für Leute, die so eine Anlage nachbauen wollen. Seid bescheiden, nehmt kurze Loks, dann habt ihr auch Platz auf kleiner Anlage und könnt trotzdem Spaß haben. Genau, die Köf 2 ist für mich der absolute Favorit von Platz und Funktion in dem Fall. Die bietet alles, dass man hier den nötigen Spielspaß hat. Unter dem Kompromiss natürlich, dass ich dann, sage ich mal, sobald ich bei 3 Wagen und mehr komme, natürlich dann die Zugkraft der Köf ohne Haftreifen unter Umständen mal nicht ausreicht. Da ist natürlich die V60 durch ihr höheres Gewicht deutlich besser geeignet. Und gefahren wird hier digital mit der Mobile Station von Märklin, mit der Mobile Station 2. Korrekt. Und die Weichen werden hier gestellt, zwar digital, aber mit Taster, oder? Nein, analog. Ganz normal analog. Über einen ESO Switch Pilot Servo 3 mit Servoansteuerung. Natürlich ist da auch digital möglich, aber die Umschalterei auf dem kleinen Feld, die ist meines Erachtens zu umständlich. Deswegen benutze ich hier analoge Taster. Und über die Relais-Switch-Erweiterungen zeige ich mir die LEDs an mit den entsprechenden Ständen. Gleichwohl auch die Entkuppler zum Beispiel, wenn die ausfahren. Das heißt, das sind die roten Knöpfe, die Entkuppler, und die schwarzen, die Weichenstellpulver. In dem Fall rot wie rund. Und das wäre eigentlich grün gerade. Ich habe noch keine grünen Knöpfe bekommen. Und bei den Entkupplern ist wirklich rot auslösen. Dann leuchtet mir die Warnlampe. Der Stempel ist ausgefahren. Und wenn ich den wieder herunterfahre, dann kann ich hierüber 2 Wagen entkuppeln ohne Handeingriff. Und diese Idee für diese Anlage, Sie haben vorhin schon am Anfang jemanden erwähnt, dessen Grundidee das war, John Allens, der diese Anlage so ein Spiel mal irgendwann sich einfallen hat lassen, mit einem etwas anderen Gleisplan. 1966 hat er die Grundidee gehabt. Der Gleisplan an sich, den habe ich nicht mal so groß verändert. Ich habe den nur für mich gespiegelt und mir noch erlaubt, den ein paar Gleise zu erweitern, damit man ein bisschen Variation und Spielvarianten hat. Aber das Grundmodell ist zu erkennen, die 2 Abstellgleise, die 3 Abstellgleise und das Überholgleis, das entspricht alles noch dem Grundplan von John Allen. Und dann kann man hier wahrscheinlich auch erweitern, falls man will, ist hier eine Ausfahrt geplant. Genau, eventuell mal für Modultreffen, Spieletreffen und sonst wie. Da wird es noch ein Modul geben, dass man mit einem passenden Gegenmodul gegeneinander spielen kann und sich dann auch die Wagen über das Mittelstück selbst übergeben kann in die jeweilige Absteller. Gut, dann bedanke ich mich beim René Helbig hier für diese tolle Vorstellung dieser H0-Anlage. 1 Quadratmeter Rangierspaß, echter Spielbetrieb. Und mir hat es gefallen, zum Zuschauen hier diesen Rangierbetrieb mal vorzuführen. Ich habe vorher im Laufe des Tages schon mal reingeschaut. Und ich wünsche viel Spaß auf vielen, vielen weiteren Ausstellungen und mit vielen, vielen Stunden Rangierspaß. Vielen Dank. Wiederschauen.